Einen wunderschönen guten Morgen, willkommen bei PS Werkstatt. Schön, dass du einschaltest auf meinem Kanal. Ja, Vertikutier-Equipment. Stimmt, das habe ich hier. Vertikutieren möchte meine Frau heute, deswegen räume ich der die ganzen Sachen schon mal zurecht, dass sie gleich anfangen kann. Wir gehen in den Keller, worum es da geht, zeige ich euch gleich. Bis gleich. Ja Leute, wir sind im Keller. Was fehlt hier noch? Die Beleuchtung ist gemacht, Wände gestrichen. Auch habe ich ja jetzt hier dieses Wandsystem für die Bilderarrangements fertig. Und ja, man arbeitet sich ja von oben nach unten, also fehlt sinngemäß noch der Bodenbelag. Der Boden ist jetzt immer noch der nackte Estrich. Den mussten wir ja soweit freilassen, weil ja hier im Sockelbereich der Estrich oder im Randbereich der Estrich entfernt wurde. Und jetzt können wir dazu übergehen, einen neuen Bodenbelag zu legen. Hier war früher, ja, im ganzen Keller lag vorher ein PVC-Boden drin, also ein ausgerollter. Und hier in dem Raum lag da oben drauf noch ein Laminat. Das lag hier drin, wir haben es erstmal gelassen. Ich wusste aber gar nicht, dass es auch aus 2 Ebenen bestand. Und wir machen aber jetzt was anderes rein. Wir machen Vinyl. Wir legen jetzt einen Vinylboden, Klickvinyl. Vinyl soll also wärmere Eigenschaften haben, das heißt also eher fußwarm sein als ein Laminat, ist auch nicht so feuchtigkeitsempfindlich. Und ich zeige euch den mal gerade. So sieht das Dekor aus, also aus einer Art Holzmaserung, eine Art Holzoptik, auch von der Struktur hier, ist nicht ganz glatt, fühlt sich auch so an. Und nichtsdestotrotz kommt da natürlich auch eine Trittschalldämmung drunter und eine Dampfsperre. Das ist so ein Kombimaterial, das man ausrollt und verklebt. Ich fange jetzt an und werde jetzt erstmal den ganzen Boden sauber machen. Der muss gesaugt werden, erstmal das grobe abkehren, dann müssen wir gucken, das sind da kleine Unebenheiten, vielleicht so kleine Pickel vom Verputzen oder so, die über sind, die mache ich gerade mit einem kleinen Meißel weg, dass wir hier einen schönen ebenen Boden haben, weil das ist Voraussetzung zum Verlegen von so einem Vinylboden. Den Boden habe ich jetzt abgekehrt, abgesaugt. Habe auch mal geguckt, ob ich hier, wenn ich mit der Hand drüber gehe, so leichte Unebenheiten finde. Die habe ich dann mit so einem kleinen Spachtel oder einem kleinen alten Stechbeil ein bisschen weggemacht, damit ich hier möglichst wenig Unebenheiten habe. Ich sollte bei Vinyl schauen, dass ich so gut wie keine Unebenheiten im bestehenden Bodenaufbau habe. Da kann man eigentlich schon loslegen. Ich hatte ja schon gesagt, dass da was drunter kommt. Da ist erstmal eine Trittschalldämmung und auch eine Dampfsperre, weil ich ja hier mineralischen Untergrund habe, damit der Boden halt entsprechend geschützt ist. In dem Fall ist das so ein Kombiprodukt, das heißt, das ist die Trittschalldämmung und die Dampfsperre zusammen. Ich habe hier eine aufgedampfte Folie drauf, so eine Aluminiumkaschierung. Das verlege ich jetzt mit der Aluminiumseite nach oben. Das ist Rollenmaterial und die Stöße, das sind also auf Stoß gelegt und die Stöße werden mit so einem speziellen Band verklebt. Das ist auch tatsächlich kein Paketband oder sonstiges Klebeband, sondern es ist tatsächlich für diese Dampfsperrbahn ist das extra geeignet und zugelassen. Das verlegen wir jetzt, ja, ich sage jetzt mal vielleicht die erste Bahn, noch nicht komplett, weil ich laufe auch ständig drauf rum, dann möchte ich das nicht beschädigen. Das heißt, ich verlege jetzt erst einen Teil und schaue, dass ich da das Vinyl drauf mache und ja, dann sehen wir uns wieder. So, wenn ich jetzt natürlich mit der Seite nach oben verlegen will, ist das natürlich total kacke, dass das so aufgerollt ist. Dann müssen wir das erstmal abwickeln. Das wir das so hinkriegen. Legen wir jetzt schön da oben rein. Bis kurz vor die Kante. Die erste Bahn ist jetzt hier verlegt und ich fange jetzt an, holen wir den ersten Packen Vinylboden, nee, eigentlich hole ich 3, denn man sollte immer sich aus mehreren Packungen gleichzeitig bedienen. Weil es kann sein, dass die durch Fertigungstoleranzen, wie auch immer, so leichte farbliche Abweichungen haben. Und dann sieht das total blöd aus, wenn man jetzt einen Karton fertig verlegt hat, nimmt den nächsten, der sieht dann irgendwie ganz anders aus. Das macht man üblicherweise bei Fliesen eigentlich genauso. Man mischt die Chargen so ein bisschen, beziehungsweise die Verpackungseinheiten. Dann würde eine möglicherweise vorhandene Farbabweichung weniger auffallen. Wichtig ist, das ist ein schwimmender Aufbau, den wir jetzt hier vorhaben. Das heißt, Vinyl wird genauso wie Laminat oder so schwimmend verlegt. Der liegt lose auf dem Boden auf
und der hat genauso wie ein Estrich keine Verbindung zur Wand oder so. Deswegen habe ich mir jetzt hier auch noch ein paar Klötzchen gesägt, so kleine 8 mm, und werde die gleich als Abstandhalter an die Wand setzen. Die kann man auch fertig kaufen, die Dinger im Set, so von verschiedenen Größen. Ich sage, das Geld kann ich mir sparen, die säge ich gerade selber. Und die packe ich an die Wand als Abstandhalter, und da kann ich also sicher sein, dass der Boden später, wenn er ein bisschen arbeitet, durch Temperatureinwirkung, durch Sonneneinstrahlung oder wie auch immer, weil er sich vielleicht noch ein bisschen akklimatisiert, dass er sich ein bisschen ausdehnen kann. Ansonsten würde der vielleicht Wellen werfen oder so. Das wollen wir vermeiden. Natürlich auch ganz wichtig, dass der Boden, wenn er denn geliefert wird, noch 1-2 Tage in dem Bereich, wo er verlegt wird, auch gelagert wird, damit er sich akklimatisieren kann, damit sich die Gegebenheiten des Raumes auf das Material übertragen können. Der hat ja vielleicht irgendwo im Lager bei der Firma gelegen über Monate, dann war er im LKW, dann ist er jetzt hier, da muss er sich auch dran gewöhnen, der muss sich akklimatisieren. Ich hole die ersten Packen mal rein und dann legen wir die mal dahin. Dann noch was wichtig ist, bei der Auswahl der Abstandhölzer müsst ihr so ein bisschen darauf achten, was ihr für Fußleisten setzt, also wie dick die sind. Wenn ich jetzt 8er Abstandshölzer habe, dann habe ich auch mindestens eine 8 mm Fuge, je nachdem wie die Wand ist, auch ein bisschen breiter. Denkt dran, dass die Fußleiste das nachher auch abdeckt, das ist wichtig. Sonst habt ihr eine unschöne Kanten. Das zweite ist, dass wenn ich das Vinyl jetzt hier an der Wand entlang lege, muss ich darauf achten, dass das letzte Stück hinten nicht kleiner als 40 cm wird. Weil dann gibt es irgendwie Probleme mit der Stabilität. Man sollte schauen, dass das kleinste Stück mindestens 400 mm ist. Jetzt habe ich das gerade mal abgemessen. Ich habe hier 3,90 m Wandbreite und die Dielen sind 1,20 m. Bei 3 Stück bin ich bei 3,60 m. Das letzte Stück werden nur noch 30 cm. Was mache ich in dem Fall? 30 ist zu klein, ich schneide die erste Diele vorne ein bisschen ab und mit 10 cm, damit ich hinten die 40 cm über habe. Und dann habe ich jetzt die erste tatsächlich gekürzt. Wir legen die mal vorsichtig hier an. Achtet auf die Herstellerangaben, welche Kante nach vorne kommt. Das ist natürlich auch sehr wichtig hier. Ne? Dann legen wir jetzt hier hinten ein Abstandholz rein. An der linken und der Stirnseite und hier auch jeweils 2. Das kann nachher, je größer die Fläche wird, kann dann weniger werden und verteilen wir das. So, jetzt haben wir eine schöne 3-Punkt-Auflage. Dann kann er so auch nicht mehr weg. Das sieht gut aus. Und habe jetzt so weit auch gekürzt, dass ich mit 40 cm eigentlich auch Restlängen hinten hinkommen müsste. Der zweite wird jetzt entsprechend daneben gelegt, leicht anstellen. Natürlich darauf achten, dass der genau in der gleichen Flucht ist hier, wie auch die erste Diele. Legen die hin. Sieht aber erstmal gut aus. Die letzte Diele müssen wir natürlich in dem Fall wieder zuschneiden. Hier kann ich es aber nicht schneiden, weil ich das Profil brauche. Da bediene ich mich eines einfachen Trickes. Drehe die Diele so, wie sie liegen müsste, um 180 Grad. Lege die entsprechend an und setze mir dann eine Markierung hier. Und dann kann ich die schneiden. Jetzt habe ich die Markierung auf die Oberseite übertragen. Mit einem Winkel kann ich das jetzt schön gerade ziehen hier. Einen Strich. Und schneiden ganz einfach mit einem Cuttermesser, mit einer schönen einfachen Anlagefläche. Das ritzt sich einfach ein bisschen ein. So ähnlich wie eine Fliese halt auch von der Oberseite. Und dann wird das einfach nur gebrochen. Fertig. Gucken wir mal, was geht. Geht. Super Schnitt. So, dann probieren wir die mal aus jetzt hier. Müsste ja eigentlich passen. Legen wir auch schön gerade hier rein. Schön bündig mit der Kante vorne, das ist natürlich immer wichtig. Runterlassen und liegt. Hier sieht man jetzt noch eine Engstelle, da überlege ich, ob ich das vielleicht gerade noch wegnehme. Einfach, um hier zu vermeiden, dass der sich hier an der Stelle hier einklemmt. So, nächster Versuch. Habe ich jetzt ein bisschen schräg abgenommen, aber ist auch kein Problem. Wenn die Wand da so ein bisschen uneben ist an der Stelle, das ist ja nun die erste Bahn und dann sollten die Wände auch deutlich gerader sein nachher. Liegt. Ja, super. Erste Bahn, fertig. So Leute, ich musste hier mal einen Cut machen, weil der Grund war, ich war schon dran, die zweite Lage Vinyl am Verlegen
Und da haben wir festgestellt, dass es doch leichte Unebenheiten gibt, vor allem im Bereich des neu eingebrachten Estrichs. Da ging man 1 Millimeter runter, nochmal 2, dann wieder hoch. Ganz ehrlich, ich habe gedacht, das gleiche ich aus mit dem Vinyl als solchen, mit der Trittschalldämmung, das gibt überhaupt kein Problem, ja Pustekuchen. Und da habe ich am Ende dann doch Schiss gekriegt, ich habe gedacht, je nachdem, was man da mal draufstellt, ein Stuhl auf so eine Ecke oder ein Tischbein und dann geht mir die Verbindung auf, wenn der ganze Boden liegt, da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Also was habe ich gemacht? Letzte Woche direkt Ausgleichsmasse besorgt, habe den Bereich jetzt hier ausgebessert, dann hat jetzt 3 Tage getrocknet. Jetzt machen wir da weiter, wo ich letzte Woche aufgehört habe. Ja Leute, wie so oft im Leben, alle anfangs schwer. Also die ersten Reihen liegen jetzt wieder, insgesamt 4 Stück jetzt komplett. Das ist im Ausrichten immer so ein bisschen tricky, weil man muss ja auch einen gewissen Wandabstand einhalten, wie ich schon gesagt habe, sonst gibt es im Nachgang Probleme, wenn sich das Material wellt durch Wärmeeinwirkung oder was auch immer. Wir machen jetzt an der 5. Reihe weiter und ja, noch sieht es ganz gut aus hier. Ich hatte jetzt auch schon die 2. Reihe von der Dämmung gelegt und auch verklebt hier. Das Abstandshölzchen, das ist auch kein Problem. Dann machen wir den hier rein. So. Das passt immer noch. So. Da kommt hier der nächste volle dran. Und immer dran denken, schön aus unterschiedlichen Packungen bedienen. Damit das auch von der Struktur her schön bunt ist. So, dann hier ein bisschen anheben. Das hier entsprechend reinschieben. Vorsichtig in die Fuge. Dann passt das auch. Sehr geil. Dann fehlt jetzt das Reststück noch. Dann müssen wir mal kurz messen, wo wir da rauskommen. So, Maß haben wir hier 35. Wir nehmen einen Zentimeter weg. Und wenn wir genug Luft haben an der Wand, also 34. Kurz anzeichnen. Runtergelegt und dann zack, durch. Das müsste jetzt passen, grob angelegt, passt es, ja. Jetzt heben wir den jetzt hier wieder ein bisschen hoch. Ein bisschen so. Super, sehr geil. Testbegehung. Ich ziehe sogar extra die Schuhe aus hier. Ja Leute, dann doch ordentlich warm hier. Habe ich zwar vermutet, aber nicht so sehr. Prima. 2, 4, 6, 8 Reihen geschafft. Dann kommt jetzt die 3. Bahn von der Trittschalldämmung drauf. Und dann sind wir auch im Grunde schon eigentlich an der Hälfte angekommen. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so gut klappt. So, hier müssen wir jetzt noch leicht zuschneiden. Leicht. Gut ist so.
auch ein bisschen leicht hier, zack, runter, sobald drin liegt und dann einlassen. Ich kann noch gar nicht glauben, aber sieht so aus, als wäre das jetzt das letzte Stück. Setzen wir mal ein. Tippitoppi. Boden liegt. Ich glaub's nicht. Ja, das wären die Fußleisten. Dann nehmen wir einfaches Fichtenholz. Das haben wir jetzt ein bisschen gestrichen. Und das können wir jetzt im Keller auch verlegen. Das ist jetzt hier mal wieder der beste Beweis, dass man auch noch weiterhin Dinge in Handarbeit machen kann. Also Fußleisten schneiden hier, kann ich auf der Tischkreissäge machen. Kann ich aber auch mit dieser Gärungslade machen. Und der Feinsäge, dann stelle ich mir entsprechend ein hier auf das Maß, was ich ja unten schon abgegriffen habe. Und kann hier super bequem und auch eigentlich top genau schneiden. Und das ist bei der 45 Grad Gärung eigentlich nichts anderes. Die Fußleisten habe ich jetzt hier am Ende auf Gärung geschnitten, fange jetzt hier in der Ecke an damit und werde die jetzt mit Montagekleber an der Wand befestigen. Ganz wichtig, ich muss sie kleben, weil bohren kann ich ihn nicht, darf ich ihn nicht. Aufgrund der neuen Abdichtung, da darf ich keine Löcher reinmachen. Dann fangen wir jetzt mal mit der ersten Leiste an. Wundert euch nicht über den Getränkekasten, ich habe hier noch einen stehen. Damit kann man die super an der Wand fixieren, weil sie halt schön schwer sind. Und die ersten Minuten sollten die Leisten halt auch gut fixiert sein, damit sie am Ende auch dran bleiben. Wahrscheinlich ein bisschen zu viel drauf, aber ist ja auch die erste. Schauen wir mal, wie das klappt. So, einmal hier. Dann machen wir jetzt den Kasten davor. Und einmal hier genauso. Ja, der erste Teil ist schon getrocknet. Die Bierkiste habe ich jetzt mal vorgezogen. Das ist soweit prima abgebunden. Und ich habe auch schon die nächsten Leistenstücke gesägt, sowohl auf Länge als auch auf Gärung. Und die kleben jetzt genauso fest. Dann können wir auch ein bisschen sparsamer mit dem Kleber aushalten. Ich glaube, ich war gestern ein bisschen sehr großzügig. Und glaube, das wird auch an 2, 3 Stellen reichen. Der Raum neigt sich mit riesen Schritten der Vollendung. Was fehlt jetzt noch, nachdem die Fußleisten gesetzt wurden? Ich möchte hier oben noch die Kante ein bisschen mit Acryl abschließen, zumachen, weil, kennt ihr alle selber, je nachdem wie der Wandaufbau ist, der ist nicht immer ganz gleichmäßig. Dann ist die Fuge mal ein bisschen breiter, mal ein bisschen schmaler, das sieht unschön aus. Zudem möchte ich hier auch die Fuge hier an den Gärungen zumachen, weil so genau kriegt man die auch halt eh nie geschnitten. Das machen wir geschwind noch. Also ich habe hier ganz normales handelsübliche Acryl habe ich jetzt hier in weiß in dem Fall. Wer sich nicht ganz sicher ist, wenn das noch nicht so oft gemacht hat, ihr könnt auch hier oben die Kante ein bisschen mit Malerkrepp abkleben, damit ihr euch da sicher seid, also die Fußleisten als solche versaut. Ich bin da jetzt ganz vorsichtig, liegt jetzt hier sowohl vom Profil so ein bisschen rein. Habe das schon ein paar Mal gemacht, deswegen spare ich mir dann an der Stelle
Nur so als Hinweis. Während ich jetzt diese Aufnahme drehe, haben wir Anfang Mai und es ist kaum zu glauben, vor 4, 5 Monaten hätte ich da noch nicht im Traum dran glauben wollen, dass wir überhaupt mal wieder so einen Weg in die richtige Richtung hinkriegen. Der erste Raum ist fertig, mit den Fußleisten haben wir jetzt auch den Boden abgeschlossen. Das heißt, meine Frau kann hier einziehen, kann hier die ersten Möbel aus dem Atelier. Da gibt es auch ein paar Sachen, die wir retten konnten, Schreibtisch und so ein Sideboard. Und da bin ich total happy und ich bin gespannt, was meine Frau gleich sagt, wenn die hier runterkommt, weil die weiß noch nicht, wie es jetzt hier aussieht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dabei zu sein. Ich bin total happy. Der erste Raum steht. Okay, jetzt sind noch 4 oder so und der Flur muss auch noch gemacht werden. Aber das Zwischenergebnis zählt und lasst mir einen Daumen da. Ihr wisst ja, einen netten Kommentar. Ich freue mich drüber. Beim Abo die Glocke nicht vergessen und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.